Hi, ich bin Simon und ich möchte dir in diesem Video die Urangst vor Versäumnis mit ihrem Angstmerkmal Ungeduld nach den Archetypen der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmoyke erklären. Deine Urangst ist sehr wichtig, weil sie für dich sowohl Hemmnis als auch Wachstumsmotor bedeutet. Zum besseren Verständnis des Kontextes empfehle ich dir mein Einführungsvideo in die Urängste und mein Einführungsvideo in die Archetypen der Seele nach Wada Hasselmann und Frank Schmoyke anzuschauen. Das Angstmerkmal Ungeduld ist das 7. und letzte der 7 Angstmerkmale. Weil es sich in der Spalte der Energie 7 befindet, gehört es zur strukturierenden, würdevollen und unermüdlichen Grundenergie 7. Es liegt genauso wie das gegenteilige Angstmerkmal Märtyrertum auf der Aktionsebene. Bei diesem Angstmerkmal geht es somit um Aktivismus und Handlungen. Alle Archetypen der Energien 5, 6, 7 sind männlich, also ist das Angstmerkmal Ungeduld der männlichen Dualität zugeordnet. Ich habe das Video wie folgt gegliedert. Zunächst werde ich Fakten zum Angstmerkmal Ungeduld erläutern, danach werde ich auf die Pole, das befreite Potenzial und die 3 häufigsten Untertypen eingehen. Zum Abschluss werde ich die 6 Kombinationen der Hauptangst Ungeduld mit den Nebenängsten zusammenfassen und Beispiele für bekannte Persönlichkeiten mit dieser Urangst geben. Nun möchte ich ein paar Fakten zum Angstmerkmal Ungeduld ausführen. Interessiert dich dein Angstmerkmal, kannst du ja mal schauen, ob du mit den Ausführungen in Resonanz gehst. Ist deine Seelenrolle König, wirst du dich vermutlich in einer abgeschwächten Form durch die Ungeduld angesprochen fühlen. Sie ist ja der königlichen Energie 7 zugeordnet. Menschen mit der Urangst vor Versäumnis fühlen sich von der Zeit beherrscht. Die Zeit bestimmt über ihren Arbeitsalltag und ihre Freizeit. Die Zeit beeinflusst ihr Lebensgefühl. Die Menschen kommen zur Auffassung, dass sie die Zeit möglichst gut, intensiv und viel nutzen möchten. Sie wollen alles möglichst schnell erledigen. Die Zeit darf schließlich nicht vergeudet werden. Die Urangst vor Versäumnis äußert sich in ungeduldigem Verhalten und deswegen ist ihr Angstmerkmal Ungeduld. Die Menschen glauben, dass Zeit gewonnen werden und verloren gehen kann. Die Zeit, die sie durch Ersparnis mehr zur Verfügung haben, nutzen sie aber nicht, um sich auszuruhen. Sie verwenden sie, um weitere Aufgaben zu lösen und um Angelegenheiten vorzuziehen, die sie eigentlich erst zu einem späteren Zeitpunkt geplant hatten. Menschen mit der Urangst vor Versäumnis werden nervös, wenn sie warten müssen. Sie könnten vor wichtigen Entscheidungen in eine depressionsähnliche Lethargie verfallen. Das liegt an ihrer Befürchtung, vorschnell zu handeln und den falschen Weg einzuschlagen. In diesem Fall wären auch längere apathische und aktivitätslose Phasen möglich. Die Menschen könnten intolerant gegenüber denjenigen Mitmenschen reagieren, die ihre Zeit verschwenden. Sie lieben vermutlich ein intensives Lebensgefühl und waghalsige Manöver. Menschen mit der Urangst vor Versäumnis verspüren sowohl eine Todesangst als auch eine Todessehnsucht. Auf der einen Seite fürchten sie den Tod, weil sie durch ihn Wesentliches versäumen könnten. Auf der anderen Seite sehnen sie sich nach dem Tod, da dann endlich der Zeitdruck aufhört. Das Angstmerkmal Ungeduld besitzt den Minuspol unduldsam und den Pluspol waghalsig. Menschen, die sich in ihrem Minuspol unduldsam befinden, setzen sich und andere unter Druck. Sie fordern von sich selbst Höchstleistungen. Es muss alles so schnell und effizient wie möglich vonstatten gehen. Auch gegenüber ihren Mitmenschen neigen sie zu Intoleranz und Strenge. Alle anderen müssen genauso schnell denken, entscheiden und arbeiten wie sie selbst. Menschen in diesem Minuspol regen sich auch über die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse auf, die sie nicht verändern können. Sie würden alles anders machen. Ihrer Meinung nach können die Missstände leicht und schnell behoben werden. Menschen im Pluspol waghalsig gehen Risiken ein. Sie suchen das Risiko in allen Lebensbereichen.
Beispielsweise im Extremsport, in beruflichen Geschäften, in heimlichen Liebesbeziehungen und im Führen von Doppelleben. Bei den Mitmenschen könnte ihr waghalsiges Verhalten Bewunderung und Erstaunen erzeugen. Das verschafft ihnen eine Befriedigung. Es gibt aber auch Menschen, die sich nicht in äußerliche Gefahren begeben wollen. In diesem Fall versuchen sie dann ihre Waghalsigkeit in ihrem Inneren auszuleben. Durch Reflexion und Abbau der Angst entsteht aus dem Angstmerkmal Ungeduld ein Wachstumspotenzial, das sogenannte befreite Potenzial. Ich zitiere die Quelle. Das befreite Potenzial eines Ungeduldigen liegt in einer Fähigkeit, geduldig abwarten zu können, bis die Zeit reif ist. Er will dann nichts mehr bewerkstelligen oder anstreben, was noch nicht bereit ist zu geschehen. Statt die Zeit überlisten zu können, betrachtet er sie mehr und mehr als eine Verbündete, als einen Faktor der Existenz, der für ihn und mit ihm das Leben gestalten kann, statt ihm in der Bewältigung seiner Tage im Weg zu stehen. Die oft gefährliche und schädliche Waghalsigkeit wandelt sich in eine Haltung dem Leben gegenüber, die sagt: Wer wagt, gewinnt. Aber der Einsatz muss dem möglichen Gewinn entsprechen. Intoleranz macht einem Verständnis für die Unterschiedlichkeit lebendiger Phänomene und deren Berechtigung Platz. Auch ein Ungeduldiger, der aufgrund seiner Struktur immer wieder die möglichen Extreme seiner Angst kennen und berühren muss, weiß um die Zeiten und Möglichkeiten, die das in seiner Angst gebundene Potenzial freisetzen und in denen er zu einer königlichen Gelassenheit und souveränen Betrachtungsweise dem Leben gegenüber erblühen kann. Zitat Ende. Da alle Menschen unterschiedlich sind, äußern sich auch die Angstmerkmale bei jedem Menschen anders. Wenn du sehr gewissenhaft und kontrolliert bist, wird sich die Ungeduld bei dir anders auswirken, als wenn du eher den Nervenkitzel suchst und dich vom Leben intuitiv treiben lässt. Die unterschiedlichen Ausprägungsformen der Ungeduld können systematisiert und zu Untertypen zusammengefasst werden. Im Folgenden werde ich dir die häufigsten Untertypen des Angstmerkmals Ungeduld erläutern. Sie heißen Zappel-Philipp, Rennfahrer und Scheintoter. Fangen wir mit dem Zappel-Philipp an. Der Zappel-Philipp ist hektisch, unruhig und nervös. Er kann nicht still sitzen und bewegt sich die ganze Zeit. Der Geist des Zappel-Philipps ist genauso unruhig. Es ist für ihn fast unmöglich, seine Aufmerksamkeit in der Gegenwart zu halten. Zudem fällt es ihm schwer, sich für eine längere Zeit auf eine Sache zu konzentrieren. Der Zappel-Philipp tendiert dazu, sich zu vielen Aufgaben gleichzeitig zu widmen. Darüber hinaus lässt er die Mitmenschen nicht zur Ruhe kommen. Das liegt daran, dass er sie antreibt und ihnen den Eindruck vermittelt, zu langsam zu sein. Der Zappel-Philipp reagiert seine Ungeduld durch hektisches Verhalten ab. Mögliche Erkennungsmerkmale des Zappel-Philipps sind seine ständigen Bewegungen und seine Unfähigkeit, für eine längere Zeit zu sitzen. Stark problematische Ausprägungen des Zappel-Philipps sind eine hohe Verletzungsgefahr, Schlaflosigkeit und die erhöhte Anfälligkeit für Schlaganfälle, Herzinfarkte und Nervenkrankheiten. Der zweite Untertyp des Angstmerkmals Ungeduld ist der Rennfahrer. Der Rennfahrer möchte seine Lebenszeit so nützlich und sinnvoll wie möglich einteilen. Er ist so schnell, präzise und effizient wie es geht. Pünktlichkeit nimmt einen hohen Stellenwert bei ihm ein. Der Rennfahrer versucht jede Stunde des Tages einem bestimmten Zweck und einer Tätigkeit zuzuweisen. Er hält seinen ausgeklügelten Terminkalender möglichst präzise ein. Die Mitmenschen müssen sich seinem Tagesablauf anpassen. In Gesprächen unterbricht er sie, wenn sie vom Thema abweichen. Der Rennfahrer duldet keinen Unsinn und verspürt eine Abneigung gegen Überflüssigkeiten. Er gönnt sich aber auch Ruhezeiten und Pausen.
Diese müssen zeitlich genau eingehalten werden und im Voraus geplant sein. Mögliche Erkennungsmerkmale des Rennfahrers sind seine Anspannung, seine präzise verbale Ausdrucksfähigkeit und sein ordentliches Erscheinungsbild. Stark problematische Ausprägungen des Rennfahrers sind das Ignorieren von Krankheitssymptomen, eine erhöhte Verletzungsgefahr und Burnout-Syndrome. Der dritte Untertyp des Angstmerkmals Ungeduld ist der Scheintote. Der Scheintote besitzt vermutlich seelische Archetypen, die ihn zum Innehalten bewegen. Zusammen mit der Ungeduld erzeugt das in ihm einen Konflikt. Auf der einen Seite erfährt er einen Aktionsdrang. Auf der anderen Seite überfordern und überwältigen ihn viele Aufgaben. Er resigniert an der Begrenztheit seiner Lebenszeit. Wird ihm das Ganze zu viel, verfällt er in einen lethargischen Zustand. Der Scheintote kann sich den täglichen Herausforderungen nicht mehr stellen. Er ist kaum ansprechbar und nicht einmal mehr fähig, einfache Tätigkeiten zu verrichten. Die von der Seele auferlegte Zwangspause empfindet er als bedrohlich und erholsam zugleich. Der Scheintote könnte in einen depressiven Dauerzustand verfallen, der Wochen oder Monate lang anhält. Das kann damit zusammenhängen, dass er die Ruhephase nicht genutzt hat, um sich zu erholen, sondern um sich selbst zu bemitleiden und an seiner Verfassung zu verzweifeln. Mögliche Erkennungsmerkmale des Scheintoten sind sein Scheitern an einfachsten Aufgaben, seine Unfähigkeit, Entscheidungen zu treffen und sein Klagen darüber, ausgebrannt zu sein. Stark problematische Ausprägungen des Scheintoten sind Schlaflosigkeit, Depression und langfristige apathische Zustände. Das waren die 3 Untertypen des Angstmerkmals Ungeduld. Fühlst du dich der Ungeduld und einem Untertypen zugehörig? Schreibe gerne deine Erfahrungen in die Kommentare. Als nächstes werde ich die Hauptangst Ungeduld zu den möglichen Nebenängsten in Beziehung setzen. Sie hat nämlich für jede der gewählten Nebenängste eine unterschiedliche Ausprägung. Deswegen fasse ich im Folgenden die 6 verschiedenen Kombinationen mit der Nebenangst zusammen. Also mit Selbstverleugnung, Selbstsabotage, Märtyrertum, Starrsinn, Gier und Hochmut. Hast du deine Hauptangst bereits identifiziert, kannst du möglicherweise deine Nebenangst durch die Schilderungen der Hauptangst-Nebenangst-Beziehungen reflektieren. Als erstes erläutere ich die Kombination aus der Hauptangst Ungeduld und der Nebenangst Selbstverleugnung. Die Menschen haben sowohl Angst vor Versäumnis als auch Angst vor Versagen. Durch die Ungeduld haben sie einen hohen Anspruch an Zeitmanagement und Effizienz. Aufgrund der Selbstverleugnung sind sie mit ihren Leistungen nie zufrieden. Darum überschütten sie sich mit Selbstvorwürfen. Diese richten sich nicht auf die Qualität ihrer Leistung, sondern auf ihre mangelnden Fähigkeiten, mit der Zeit bestmöglich umzugehen. Sie empfinden eine innere Qual, die kein Ende der Anspannung erlaubt. Häufig bürden sie sich mehr auf, als sie eigentlich bewältigen können und notwendig wäre. Dadurch schaffen sie sich Situationen, in denen sie versagen und sich ihre Unfähigkeit bestätigt. Hauptangst Ungeduld und Nebenangst Selbstsabotage ist die zweite Kombination. Menschen mit dieser Angstkombination haben Angst vor Versäumnis und Lebensfreude. Die Ungeduld führt dazu, dass sie Fehler machen und aus Zeitdruck die dahinterliegenden Probleme nicht beheben wollen. Aufgrund der Selbstsabotage neigen sie zur Leugnung der Eigenverantwortung hinter den Fehlern. Die Menschen mit dieser Angstkombination begehen also die gleichen Fehler immer und immer wieder. Sie ignorieren ihren Verstand und ihre Intuition, die ihnen von den problematischen Situationen abraten. Die waghalsigen Neigungen der Ungeduldigen und die selbstzerstörerischen Tendenzen der Selbstsabotage ergänzen sich. Sie müssen sich wahrscheinlich des Öfteren bei ihren Mitmenschen entschuldigen, beispielsweise für Verspätungen,
für die Zerstörung oder den Verlust von Gegenständen und so weiter. Hauptangst Ungeduld und Nebenangst Märtyrertum ist eine Kombination aus den zwei gegensätzlichen Urängsten der Aktionsebene. Die Menschen empfinden Angst vor Versäumnis und Angst vor Wertlosigkeit gleichzeitig. Die Ungeduld begünstigt Hyperaktivität und Unruhe. Aufgrund des Märtyrertums fühlen sie sich bei Untätigkeit schnell wertlos und schuldig. Alles in allem verspüren die Menschen einen starken Aktionsdrang. Ihre Aktivitäten müssen müde machen, Kraft kosten und anderen weiterhelfen. Sie schauen selten auf sich selbst und stellen ihre Interessen hinten an. Zudem möchten sie sich beliebt machen und als wertvolle Teile der Gemeinschaft hervortun. Sie könnten von ihren Mitmenschen darauf hingewiesen werden, sich mehr Ruhe zu gönnen und nicht alles allein zu machen. Darauf reagieren sie vermutlich mit Verbitterung und Unverständnis. Hauptangst Ungeduld und Nebenangst Starrsinn ist die vierte Kombination. Die Menschen empfinden Angst vor Versäumnis und Angst vor Veränderungen. Die Ungeduld verursacht in ihnen Todesangst, Todessehnsucht und den Drang, alles so schnell wie möglich zu erledigen. Durch den Starrsinn möchten sie die daraus resultierenden Veränderungen und Überraschungen vermeiden. Die beiden Ängste ziehen die Menschen in unterschiedliche Richtungen und rufen in ihnen eine Gefühlszerrissenheit hervor. Veränderungen sind Teil des Lebens und man kann sich ihnen nicht entziehen. Deswegen wird der Starrsinn sich immer wieder geschlagen geben müssen. Die Menschen verspüren durch die gegensätzliche Wirkung der Ängste eine starke Anspannung. Aus dieser kann eine Lethargie entstehen. Die fünfte Kombination besteht aus der Hauptangst Ungeduld und der Nebenangst Gier. Hier mischt sich die Angst vor Versäumnis mit der Angst vor Mangel. Die Menschen möchten alles haben und das so schnell es geht. Sie sind mit den jetzigen Lebensumständen und Beziehungen chronisch unzufrieden. Darüber hinaus versuchen sie immer den größten Gewinn und Nutzen aus jeder Situation herauszuschlagen. Ihnen bereitet es große Probleme, die Lehre zu ertragen, die aus dem Scheitern von beispielsweise Geschäften oder Beziehungen hervorgehen könnte. Deswegen werden sie versuchen, den entstehenden Mangel so schnell es geht wieder zu beheben. Die Menschen neigen dazu, ihre Mitmenschen unter Druck zu setzen. Diese müssen sie mehr bewundern, ihnen mehr Aufmerksamkeit schenken und sie besser versorgen. Die Menschen mit dieser Kombination lassen sich aber von ihnen niemals zufriedenstellen. Die letzte Kombination ist Hauptangst Ungeduld und Nebenangst Hochmut. Die Menschen haben Angst vor Versäumnis und Verletzung gleichzeitig. Sie reagieren sehr schnell auf mögliche Verletzungen, Kränkungen und Beleidigungen. Häufig handeln sie schon vor dem Eintreten einer Verletzung. Es kann sogar sein, dass sie sich bereits gekränkt fühlen, bevor eine Kränkung stattgefunden hat. Die Menschen neigen zu sofortigen Abwehrhaltungen und Gegenschlägen. Sie ziehen sich schnell beleidigt zurück und isolieren sich von anderen. Darüber hinaus brauchen sie lange, um Verletzungen zu verarbeiten. Die Menschen sind leicht kränkbar, wenn man sie warten lässt, sie vom effizienten und schnellen Handeln abhält und ihren Zeitplan durchkreuzt. 3 Beispiele für bekannte Persönlichkeiten mit der Hauptangst Ungeduld sind Angela Merkel, Wolfgang Amadeus Mozart und Anne Frank. Und 3 Beispiele für die Nebenangst Ungeduld sind Mutter Teresa, Charles Darwin und Nelson Mandela. Damit sind wir am Ende des Videos angelangt. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, ob du das Angstmerkmal Ungeduld hast oder es zu haben glaubst, welche Erfahrungen du bis jetzt mit der Ungeduld gesammelt hast, wie du dieses Video fandest und was ich nochmal näher erläutern könnte.
Für mehr Informationen zu den Urängsten empfehle ich das Buch Die 7 Archetypen der Angst von Wada Hasselmann und Frank Schmollke. Zur Erkundung deiner Angstmerkmale bietet sich das Archetypenhandbuch an. Auf der Webseite www.septana.de findest du Trance-Medien, die dir deine Archetypen ermitteln und dich darüber hinaus noch beraten können. Die Webseite www.seelenakademie.org enthält weiterführende Informationen, Materialien und Möglichkeiten des Austauschs und der Vernetzung. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und darüber, dass du das Video mit anderen teilst. Wenn du mehr Videos zu den Archetypen der Seele und der Seelenlehre nach Wada Hasselmann und Frank Schmollke anschauen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Schön, dass du dabei warst. Dein Simon.